Lebenskünstler. Ich bin Schwester Anrika. Und ich bin Schwester Franzi Marie. Und auf diesem Kanal sprechen wir mit euch über christliche Lebenskunst. Was fangen wir eigentlich mit den Zeiten an, in denen wir einsam sind? Darum geht es uns heute. Ich mag den Herbst total. Er hat so viele wunderbare Momente. Gott schickt die Natur langsam schlafen und sie bedankt sich mit wundervollen Farben und Stimmungen. Aber da ist noch was anderes, so eine Wehmut, ein Hauch von Vergänglichkeit und Sterben. Und irgendwie spüre ich gerade dann, wenn es draußen grau und neblig trüb ist, auch innen die Einsamkeit stärker. Wieder November. Dieses Jahr kommt es mir so plötzlich vor. Es war doch gerade so warm noch, mitten im Sommer. November ist echt so ein Monat, der einem wieder stärker bewusst macht, dass wir allein sind. Immer wieder. Wer kennt das nicht, dieses Einsamsein? Und die Frage ist, was machen wir damit diese Einsamkeit ihre Schrecken verliert? Meine Einsamkeit und mein Seufzen in der Nacht fielen immer ins Leere, fanden nie ein Echo. Ich war allein. Jetzt hat mein Rufen ein Echo gefunden. Da ist jemand, der mich hört. Ich kann ihn nicht sehen in der Dunkelheit und auch nicht hören, aber fast spüre ich in meinem Innern, tiefer innen als ich selbst, seinen Atem. Das ist von einem Dichter so schön beschrieben. Auf einmal zu spüren und zu merken, ich bin nicht allein. Nie. Gott ist ja bei mir. Er ist immer bei mir. Ob ich das jetzt merke oder nicht. Aber es ist so. Ich glaube, es lohnt sich sehr, uns mutig und ohne Furcht an dieses dunkle Gefühl der Einsamkeit mal näher heranzutasten. Die Einsamkeit als Lehrmeisterin betrachten, die uns etwas sagen will und etwas zu sagen hat. An dieses Thema kann sich niemand vorbeidrücken, auch und gerade christliche Lebenskünstler nicht. Die Kunst des Lebens, ars vivendi auf Latein, hat auch ein Gegenbild sozusagen und das heißt ars moriendi, die Kunst zu sterben. Triggerwarnung also, wir werden sterben oder sagen wir es ein bisschen milder, wir werden einmal sterben. Und weil wir das wissen, dass wir unsere Mitwelt irgendwann allein lassen werden und sie uns allein lassen wird, dass wir sozusagen alleingelassene Alleinlasser sind. Deswegen durchzieht uns eine elementare Einsamkeit. Das ist, weil wir auf dem Weg nach Hause sind. Wir gehören nicht nur in diese Welt. Jedenfalls ist es nicht so, dass ich mich schämen muss, wenn ich mich allein fühle. Also jeder von uns ist ja damit konfrontiert. Das war mir mal eine richtige Erkenntnis und dadurch hat sich wirklich was verändert. Ich werde nie vergessen, wie ein erfahrener Familienseelsorger mal gesagt hat, auch in der Ehe und Partnerschaft sind wir allein, fühlen wir uns oft einsam. Manchmal könnte man ja denken, ach, die haben es gut in einer glücklichen Partnerschaft. Irrtum. Was ist, wenn mich mein Partner gerade dann nicht versteht, wenn es mir am wichtigsten ist? Tut es da nicht gerade besonders weh von der Person, die mich so sehr betrifft? Und ja, wer versteht uns schon immer? Nicht mal wir selber können uns immer verstehen. Und das ist eben kein Fehler im System, sondern das ist das System. Das hat Gott wirklich so gemacht, dass da ein Weißraum ist, eine Leerstelle. Und das ist sein Schöpfungsplan mit uns. Das ist der Raum oder der Ort, der für die tiefste Beziehung reserviert ist, an die kein Mensch, auch nicht in einer bestmöglichen Beziehung, jemals heranreicht. Die Beziehung zu Gott. Danach haben wir Heimweh. Wir sehnen uns danach, bei ihm anzukommen, ob wir das wissen oder nicht. Es gibt die Erfahrung von Einsamkeit, wenn man vorangeht. Es können nicht alle gleichzeitig vorangehen. Einer oder eine ist dabei meistens allein. Einsam mit ihren oder seinen Entscheidungen, leistet Pionierarbeit
Und das ist total stark, aber auch echt schwer. Wer trifft gerne einsame Entscheidungen, halst sich dafür den Brocken Verantwortung auf. Und doch bewegt sich rein gar nichts, wenn das niemand macht. Jemand muss anfangen, Initiative ergreifen. Selbst wenn andere gerade noch nicht auf dem Schiff sind, erst gewonnen und überzeugt werden müssen. Es stimmt, wir sind soziale Wesen, wollen irgendwie in Übereinstimmung mit unserer Umgebung leben, aber das geht in vielen Fällen nicht, sondern in manchen Fällen ist das sogar fatal. Pater Kentenich drückte das einmal so aus: Wer eine Sendung hat, muss sie erfüllen, selbst wenn es in den tiefsten Abgrund geht. Und wir könnten auch sagen, auch wenn es uns einsam macht. Also, wir alle haben eine persönliche Aufgabe, eine Sendung, und manchmal braucht es eben gerade diese dunklen Stunden, damit wir das überhaupt erkennen und damit unsere Sendung aufleuchtet. Der Sinn im Leben entsteht eben nicht nur durch Nehmen, sondern vor allem durch Geben. Und wenn ich merke, ich fühle mich allein und ich fange jetzt an, mir selber leid zu tun, dann kann ich mir dadurch helfen, dass ich den Blick wirklich von mir abwende und auf andere lenke und versuche, einen Mehrwert im Leben von jemand anderem zu schaffen. Es gibt ja dieses tolle Beispiel von dem Mann, der Bäume pflanzte. Das ist eine wahre Begebenheit. Es erzählt von dem Schäfer Bouvier, der Eicheln in den Boden setzt und Bäume pflanzt. Und durch diese einsame Arbeit entstehen in einer verödeten Berglandschaft neue Wälder. Und damit kehrt das Leben zurück. Der Mann, der Bäume pflanzte. Er hatte keine Selbstmitleid mit sich selber, sondern hat sich auf die anderen konzentriert und was er für die anderen tun konnte. Es ist nicht so, dass wir nie traurig sein dürfen. Traurigkeit hilft uns sogar oft, das, was wir erlebt haben, zu verarbeiten, darüber hinwegzukommen. Das ist ein natürlicher Prozess. Aber Selbstmitleid kann uns nie helfen. Dann kommen wir nur in eine Abwärtsspirale und das bringt uns nur nach unten, zieht uns immer tiefer und beschränkt die Welt praktisch, die große Welt, auf unser kleines Selbst. Und wenn wir ehrlich sind, die Einzigen, die uns da heraushelfen können, das sind wir selber. Und wie tun wir das? Das tun wir dadurch, dass wir eben unsere Energie, unsere ganze Kraft auf etwas anderes, auf die anderen konzentrieren. Ja, Einsamkeit. Was hat sie für eine Bedeutung? Wie gehen wir mit ihr um? Ich glaube, dass Einsamkeit wirklich notwendig ist, damit Gott dadurch in die Welt gelangen kann und sie umgestalten kann. Und ohne diese Einsamkeit bleibt unsere Hingabe an Gott irgendwie so unentschlossen und die Hingabe an die anderen irgendwie nur dürftig. In der Einsamkeit spricht Gott am meisten, am liebsten, tiefsten und nachhaltigsten mit der Seele, so sagt es Pater Kentenich. Darum brauchen wir diese Zeiten, um zu hören, welchen Auftrag Gott uns geben will, wo wir vielleicht auch vorangehen sollen, wo wir etwas sagen oder tun sollen, was vielleicht im Gegensatz steht, wo wir ganz tief in Gott verwurzelt sein müssen, sonst geht es nicht. Einsamkeit, viel mehr als Mangel oder Defizit, sie ist immer wieder unsere große Chance.